Boah, also zum letzten Mal, wo ich Videos gemacht habe und wirklich in Deutsch geredet habe über meine Sachen, da habe ich noch ganz anders gedacht über Schriften. Hatte ein ganz anderes Mindset und alles. Also, was ich jetzt über Shifting denke, ist, wenn, sagen wir, früher habe ich immer so ein bisschen gedacht, dass das ist deine Current Reality und das ist deine Dia, okay? Irgendwie habe ich eben früher gedacht, dass man, guck mal, wir sind ja hier, das ist so deine CR und ich habe immer so mir vorgestellt, okay, mit Shiften, das ist so ein Multiversum und so und man verlässt seine CR, man verlässt seinen CR-Körper mit seiner Awareness oder Consciousness. Wie heißt das eigentlich? Bewusstsein? Bewusstsein? Ich weiß gar nicht. Bewusstsein bedeutet doch Consciousness und Awareness, oder? Ich weiß gar nicht. Also in Englisch ist es ja was anderes, aber keine Ahnung. Ich dachte immer, man verlässt so seinen Körper, seine Realität und dann schwimmt man, Alter. Geht man so, weißt du, in einem Multiversum, bis man und dann betritt man seine DR und sein DR-Self-Körper und alles. Und das hat für mich immer so nicht so viel Sinn gemacht, weil ich mir immer gedacht habe, weißt du, da kamen dann diese typischen Shift-Talk-Fragen, die sich jeder gestellt hat, so, ja okay, aber was passiert denn jetzt, wenn ich mein Awareness hier verlasse und hier reingehe, was passiert denn dann mit diesem Körper, was passiert denn dann mit mir in dieser Realität? Wird dann das Awareness, das Bewusstsein ersetzt? Übernimmt ein Klon? Schlafe ich? Was passiert? Und ich war sehr viel und auf anderen Seiten unterwegs, auf Tumblr, auf generell YouTube und ich habe mir noch so viele Sachen angeguckt im Sinne von Manifestieren. Ich bin ja schon lange im Manifestieren drin, aber ich habe nie so wirklich den vom Shiften und Manifestieren diese Verbindung gesehen. Ich habe es dann realisiert, weil Leute ja gesagt haben, ja, Shiften ist Manifestieren, Manifestieren ist Shiften, eher gesagt. Und es gibt ja auch zum Beispiel Quantum Jumping. Das ist in der Manifestations-Community, wenn du instant manifestieren möchtest, machst du ein Quantum Jumping. Das geht mit Meditation zum Beispiel. Oder Quantum Leap, Quantum Shift. Du meditierst zum Beispiel und dann shiftest du in eine Realität, wo du deine Manifestation schon hast. Das ist halt basically einfach ein Parallelshift. So, ist halt ein anderer Name dafür. Und ich habe dann mal angefangen, diese Sachen zu machen. Einfach nur ganz einfache Sachen. Zum Beispiel war ich zu spät hier mit dem Auto. Ich war zu spät und ich wusste, boah, der Bus wird jetzt vor mir sein. Und wenn der Bus vor mir ist, wenn ich zur Arbeit fahre, ist nervig, den dann zu überholen und der fährt immer so langsam und so. Und dann mache ich das öfters, dass ich sage, okay, ich mache ganz kurz meine Augen zu, ich sage, ich shifte jetzt in eine Realität, wo der Bus Verspätung hat. Ich mache ganz kurz meine Augen zu, fertig. Und es klappt jedes Mal. Es klappt jedes Mal. Man sagt ja auch, man shiftet jede Sekunde. Shiften ist wirklich instant. Shiften, du brauchst nicht das und das zu shiften. Wenn du jetzt sagst, boah, shifte jetzt, du kannst jetzt shiften. Ja, so leicht zu sein. Eigentlich, jetzt habe ich das kaputt gemacht. Ich habe so ein Problem mit meinen Händen. Ich muss immer was in meinen Händen haben. Und so, ja. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass du bist Bewusstsein und Realität ist etwas, was du erfährst. Bedeutet, du bist Bewusstsein. Deine CR existiert gerade, genauso wie alle deine DRs existieren. Jede Möglichkeit existiert bereits. Und du bist hier, okay? Du bist das Bewusstsein. Und du entscheidest. Du bist sowieso. Das ist um dich herum. Die Realität, sagen wir, ist eine Simulation. Du bist dir bewusst, ob du jetzt dieser Realität bewusst bist oder deiner DR. Das ist egal, es ist beides das Gleiche. Du bist dir bewusst, du bist Bewusstsein, das durch einen Körper zum Beispiel, durch Sinne, das Drumherum wahrnimmt. Und deswegen ist es auch so eine gute Methode zu visualisieren zum Beispiel
durch deine Sinne. Ohne deine Sinne könntest du Realität nicht wahrnehmen. Wenn du nicht riechen kannst, nicht schmecken kannst, nicht sehen kannst, nicht fühlen kannst, nicht spüren kannst. Oder habe ich mich wiederholt? Nein, auf jeden Fall, wenn du alle 5 Sinne nicht hast, ich sage jetzt nicht, wenn du einen davon nicht hast, wenn du deine 5 Sinne nicht hast, kannst du deine Realität nicht wahrnehmen. Bedeutet, wenn du jetzt visualisierst und deine Sinne täuscht, dann shiftet das sich drumherum. Und wenn man das checkt, dann macht das plötzlich so viel Sinn alles. Ich finde es immer sehr wichtig, wenn man shiftet, sich dem so auch so ein bisschen Research zu machen und zu checken, warum man das überhaupt macht. Warum visualisiere ich jetzt eigentlich? Weil früher, ich habe einfach visualisiert, weil das wurde halt gesagt. Ich habe gezählt, weil es wurde gesagt. Wenn man dann sich mal anguckt, warum zählt man denn überhaupt? Warum visualisiert man denn überhaupt? Dann merkt man so, es macht Sinn. Zum Beispiel in der Gateway, wisst ihr, dieses CIA-Dokument, steht zum Beispiel auch drin, wenn du zählst, das bringt dich in einen meditativen Zustand und es langweilt deine, ich glaube, linke Gehirnhälfte, diese logische Seite von deinem Gehirn, die alles hinterfragt, die sagt, wird dann gelangweilt. Und dadurch ist die rechte mehr aktiver und das ist die kreative Seite, glaube ich. Und wenn du dann Affirmation sagst, zum Beispiel ich bin in meiner Desired Reality, dann die akzeptiert das einfach. Die linke Seite würde sagen, aber ich höre doch noch meine Sia, aber ich fühle mich doch nicht so und das Shiften ist aber schwer. Wenn die durch dieses Zählen und so gelangweilt ist, sagen wir, dann ist diese rechte Seite aktiv. Und die Seite akzeptiert alles, was du sagst. Okay, ich bin jetzt in meiner Dia, okay. Weil diese linke, diese kritische Seite ist weg, sagen wir, okay. Und wenn man das nicht checkt, dann ist man oft so, ja, warum mache ich das überhaupt? Warum visualisiere ich denn überhaupt? Warum zähle ich überhaupt? Warum mache ich überhaupt eine Shifting-Methode? Was bringt das eigentlich? Wenn man da erstmal so hinterkommt. Ja, auf jeden Fall bist du dein Bewusstsein, okay, und du hast halt deine 5 Sinne, so. Und ob du jetzt, entweder bist du halt um dich herum die Simulation der Realität bewusst, die du dir gerade bewusst bist, oder halt deiner Dia. Nix irgendwo im hier sind ganz viele Versionen. Das stellt man sich immer gerne so vor. Und ich sage auch nicht, dass irgendwas hier Fakt ist oder so, aber als ich mal so in der Manifestations-Community und generell auch mal bei YouTube und überall anders so mich informiert habe um so Schriften und so, wurde das halt so dargestellt und es macht so viel mehr Sinn, das so zu sehen, wisst ihr. Dann hast du auch nicht diese Fragen. Was passiert mit meinem Seer Self? Schläft es? Ist es von einem Klon dann übernommen worden? Du bist einfach Bewusstsein. Du bist Bewusstsein. Und ob du jetzt dieser Realität bewusst bist, du bist dir gerade dieser Realität bewusst. Das ist dein Präsenz, das ist dein Jetzt. Du bist immer im Jetzt. Oder ob du jetzt in deiner Dia bewusst bist. Du hast einfach deinen Fokus. Man kann sich das so vorstellen, wenn du jetzt geradeaus guckst, dann hast du deinen Fokus auf geradeaus. Was hinter dir geschieht, das geschieht zur selben Zeit, aber du hast deinen Fokus halt auf geradeaus. Wisst ihr, aber es ist trotzdem ist das hinter dir ja trotzdem gerade da. So kann man sich das auch ein bisschen vorstellen. Ja. Und mein Seer-Self schläft, während ich shifte, bin ich auch nicht so der Fan, das zu sagen, weil im Endeffekt, wenn du eine Schlafmethode machst, statt du einschläfst, shiftest du. Du denkst nur, dein Seer-Self würde schlafen. Aber du bist ja einfach nur deiner Dia bewusst. Und wenn du von deiner Dia wieder in die Sia möchtest, shiftest du einfach wieder also wirst du dir einfach wieder dieser Realität bewusst, dieser Umgebung, diesem Körper. Dein Körper ist ja auch einfach was außerhalb. Dein Körper ist genauso eine Surrounding sozusagen wie deine Dia im Generellen. Das bist ja nicht du, das ist auch nur eine Hülle, die dir hilft, Realität wahrzunehmen. Weil ohne Körper hast du ja nicht diese Sinne. Ohne Körper kannst du ja auch nicht die Umgebung wahrnehmen. Wir sind halt so Bewusstsein. Man sagt ja auch ein Pure Consciousness, ein Pure Awareness. Und wenn man dann erstmal so checkt, was das eigentlich heißt,
wenn man in der Void State ist, dann ist man einfach in dem Moment pures Bewusstsein. Du bist dir keiner Realität bewusst. Du bist sozusagen in dem in diesem Zwischenstopp von ich bin mir meiner Sia zum Beispiel bewusst und ich bin mir meiner Dia bewusst. Dieser kleine Zwischenschritt, würde ich sagen, ist die Void State. Und deswegen, wenn du in der Void State bist du dir in dem Moment keiner Realität bewusst. Deine Sinne sind einfach, also du bist ja im Nichts. Und deswegen kannst du auch so gut aus der Void State shiften, weil du bist an nichts gebunden. Deine Sinne sind an keine Realität gebunden. Du bist einfach im Void. Wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt bist du dir gerade dieser Realität bewusst, du guckst es gerade an, um jetzt deine Realität zu ändern, was vielen hilft, ist, du, wie nennt man das? Du detached, wie heißt das nochmal? Man sieht immer nur die englischen Wörter, ne? Du entkoppelst dich halt. Junge, was für entkoppelst. Du detachst dich halt einfach von dieser Realität. Du trennst dich von dieser Realität. Das hilft sehr, sehr vielen. Und dann bist du getrennt, dann bist du sozusagen in so einem Void State oder in einem Zustand, wo du einfach pures Bewusstsein bist. Und dann kannst du dich an deine Dia attachen, bewusst werden. Und bei mir zum Beispiel, mir fällt es sehr, sehr schwer, wenn ich mich jetzt hinlegen würde und einfach sage, okay, ich attache mich jetzt an meine Dia. Mir fällt das sehr schwer, weil ich bin ja in dem Moment noch dieser Realität bewusst, komplett mit all meinen Sinnen und so. Deswegen natürlich, wenn ich zum Beispiel affirmiere, ich bin jetzt in meiner Outer Pinks Dia, in meiner Hogwarts Dia, in irgendeiner anderen Dia, ist natürlich so ein bisschen, wo mein Gehirn sagt, nee, aber ich bin ja, die Sinne sind ja gerade von deiner CA. Du bist nicht dort. Und es ist sehr viel Widerstand, sag ich mal. Deswegen mag ich es erstmal in die Void State zu kommen oder in einen luziden Traum. Im Moment so Hassliebe, die Methode. Oder generell so sehr tief Hypnose, Meditation, dass du dich einfach erstmal komplett detached. Das mag ich sehr gerne, bevor ich mich dann attache. Das ist so wie wenn du jetzt ein Bild hast und du willst dieses Bild, wo eine Blume drauf ist, willst du jetzt einen Löwen hinmalen. Und dann versuchst du diese Blume zu übermalen mit einem Löwen. Es fühlt sich schwieriger an. Aber wenn du erstmal diese Blume komplett wegradierst und dann den Löwen raufmalst, checkt ihr, was ich meine? Man kann natürlich auch so shiften, ne? Aus meiner Erfahrung, ich habe es noch nicht so geschafft. Ich habe es immer erst geschafft, wenn ich mich komplett von dieser Realität getrennt habe. Zum Beispiel, indem ich in die Void State, Hypnagogia, Lucid Dream, Astralreisen, immer so diese Zustände, wo man schon nicht mehr zu dieser Realität verbunden ist. Das sind die einzigen Male, wo ich shiften kann oder gekonnt habe. Deswegen, wenn ich sage, man muss es nicht machen, das ist nur das, was ich für mich herausgefunden habe, okay, das ist anscheinend das, was für mich funktioniert. Wenn ich sage, man kann aber auch shiften, wenn du komplett hier attached bist, dann sage ich das, weil andere Leute das gesagt haben, nicht aus meiner eigenen Erfahrung. Da kann ich nicht meine Hand ins Feuer legen, so, checkt ihr? Ich kann nur sagen, andere Leute haben gesagt. Wenn man darüber mal nachdenkt, ist Shiften wirklich, hat keine Limits. Shiften hat keine Regeln, keine Limits. Es kommt immer von dir selber raus. Was du für einen Glaubenssatz hast. Wenn du denkst, boah, ich muss mich erstmal detachen, um zu shiften, dann wird das so sein. Wahrscheinlich ist es bei mir auch so, weil ich irgendwann mal rausgefunden habe, boah, Lucid Dream Method oder Void State Method funktioniert voll gut bei mir. Deswegen ist es irgendwie auch so in mein Mindset gekommen, dass ich mich erstmal detachen muss. Und es ist halt immer, das, was du annimmst, ist halt deine Wahrheit. Ein Shifter kann annehmen, das Shiften funktioniert in Sekunden, während er gerade wach ist. Während du gerade jetzt hier das anguckst, ein Shifter kann in dem Moment shiften, weil es einfach seine Annahmen sind. Ein anderer Shifter sagt, boah nee, ich muss erstmal schlafen, ich muss mich erstmal trennen von meiner CA, ich muss erstmal das und das machen, weil es halt sein Mindset ist oder seine Annahmen. Dann gibt es natürlich auch immer so Leute, die shiften einfach, obwohl die komplett das gegenteilige Mindset haben, die sagen, shiften ist, ich kann nicht shiften, ich glaube nicht an shiften, auf einmal shiften die.
Deswegen, also Shiften hat wirklich keine Limits und keine Regeln. So, ne? Man sagt ja auch immer, man shiftet jede Sekunde und Leute verstehen das meistens nicht. Ich habe das auch erst letztens verstanden, dass wir shiften jede Sekunde. Es bedeutet einfach, dass Realität ist fluid. Realität, es gibt nicht diese eine Realität. Nur die Shifts sind so schnell, dass du es gar nicht merkst. Die Shifts sind so schnell, du befindest dich pro Sekunde in einer anderen Realität. Aber es ist so schnell, dass du denkst, es ist so eine kontinuierliche Realität. Das ist so, wie wenn du, kennst du dieses Daumenkino? Das sind ganz, ganz viele Bilder und es sind einzelne Bilder, aber da du das so schnell machst, wird es ein Film. Oder auch generell Filme oder Fotos, wenn du ein Foto pro Sekunde machst, während jemand geht und die dann ganz schnell hintereinander abspielst, dann sieht das so aus, als wäre es ein Video. Und genauso ist das mit Shiften. Du shiftest jede Sekunde. Wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, guck mal, ich könnte mich jetzt entscheiden, rauszugehen, einkaufen zu gehen. Ja, aber ich tue es nicht, weil ich bleibe hier in meinem Bett sitzen. Ich könnte jetzt aber theoretisch rausgehen und einkaufen gehen. Und dann werde ich Sachen da kaufen. Und dadurch, dass ich die Sachen da kaufe, werde ich anders essen, als ich jetzt essen werde. Und ich würde Leute kennenlernen oder mit Leuten reden, mit denen ich jetzt nicht rede, weil ich mich entscheide, hier zu bleiben. Aber wenn ich das jetzt tue, dann ist das ein Shift auch. Weil jede Entscheidung, die du triffst, ist einfach ein Shift. Mit anderen different outcome. Wie sagt man? Wenn ich jetzt mich entscheide, rauszugehen, ich habe damit meine Zukunft sozusagen entschieden. Ich habe mich für eine andere, was dabei rauskommt. So, ne? Und dann, wenn du auch sagst, boah, ich bin pures Bewusstsein. Ich bin im Hier und Jetzt. Und was ich im Hier und Jetzt erfahre, das ist meine Realität für hier und jetzt. Das macht so viel Sinn auf einmal, weißt du, weil dann hast du nicht mehr dieses, ich verlasse mein Sia und gehe in meine Dia und dann gehe ich zurück. Es ist einfach, du bist Bewusstsein. Und du entscheidest, welche Realität deine Realität ist. Das ist so, wie wenn du dir die Haare färbst. Ich habe braune Haare. Ich sage jetzt, ich möchte jetzt blonde Haare haben. Dann färbe ich diese Haare blond. Meine Haare sind die gleichen. Ich ziehe mir jetzt nicht diese braunen Haare aus der Kopfhaut, schmeiß die weg, nehme mir blonde Haare und pflanze sie mir wieder in die Kopfhaut ein. Und wenn ich dann wieder braune Haare haben möchte, dann nehme ich meine blonden Haare wieder raus, gehe zu meinen alten braunen Haaren, die ich mir damals rausgerissen habe, und packe sie wieder rein. Nein, die Haare bleiben gleich. Sie werden nur einer anderen Farbe bewusst. Und das ist, so könnt ihr euch Shiften vorstellen. Da müsst ihr auch euch nicht fragen, was passiert aber dann mit dem Körper in der anderen Realität, weil das ist unnötig, sich darüber Gedanken zu machen, weil klar, es gibt Theorien, es sind alles Theorien, aber diese Theorie macht keinen Sinn. Es wurde auf Shiftalk einfach nur so dargestellt, aber du wirst überall auch, wenn du dich mal mit sowas beschäftigst, wirst du sehen, es ist immer die Theorie, dass du Bewusstsein bist. Und du hörst es selbst auch auf Shiftalk. I'm pure awareness. I'm not my body. I'm not tied to any reality. Es ist immer dieses, ich bin pures Bewusstsein. Ich shifte jede Sekunde und so. Aber dann wird es trotzdem noch wieder so verkompliziert, als würde man irgendwie sein altes Ich, die Hülle hinter sich lassen. So, wir sind ja keine Geister oder so. Also es ist ja nicht, dass du mit deiner Seele aus deinem Körper gehst. Das ist ja Shiften nicht. Aber trotzdem stellen so viele Leute Shiften dar, als wäre das so. Und dann sagst du, weißt du, wenn du jetzt sagst, deswegen, du brauchst auch kein Time Ratio. Ist auch komplett unnötig, wenn du jetzt sagst, ich shifte jetzt oder ich werde mir jetzt meiner Dia bewusst, dann wirst du einfach der jetzigen Situation deiner Dia bewusst. Wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt wieder in meine Sia,
also in die Realität, von der du kommst. Aber ich möchte, dass es 3 Monate später ist. Dann shiftest du in das Jetzt von dieser Realität, nur dass es 3 Monate später ist, als du davor dir bewusst warst. Das bedeutet nicht, dass ein Klon irgendwie dein Leben übernommen hat. Das bedeutet einfach, dass du dir diesen Moment jetzt bewusst bist. Und wenn du shiftest und du sagst, ich hole mir jetzt, ich möchte diesen Kristall, der ist aus meiner Dia, ich möchte den auch in meiner Sia haben, dann shiftest du nicht und nimmst was Physisches mit, sondern du shiftest einfach in eine sozusagen Parallelrealität von der Realität, aus der du geschiftet bist, wo du das hast. Deswegen ist das möglich. Und wenn du dir das einmal vor Augen führst, checkst du, es gibt nicht die eine Realität. Wir shiften die ganze Zeit. Bedeutet, du kannst doch in eine Realität shiften, wo du immer shiften kannst. Bedeutet, Permashifting ist möglich. Permashifting ist einfach nur, dass du dich entscheidest, ich möchte in die und die Realität und dann bleibe ich dort auch. Ne? Wie gesagt, das ist einfach die ganze Zeit shiften. Das geht immer weiter, aber du entscheidest dich halt die ganze Zeit einfach nur derselben Umgebung. Also ihr checkt, was ich meine. Bewusst zu sein. Auch Group Shifting. Wenn du jetzt sagst, ich möchte mit meiner Freundin shiften zusammen. Du shiftest und ihr habt Group Shifting. Dein Freund sagt, oh, ey, wir haben es geschafft. Du shiftest zurück, aber in eine Parallelwelt, wo deine Freundin die gleichen Erfahrungen hast wie du. Also wenn du dir mal überlegst, es kommt alles von dir aus. Alles ist eigentlich um dich herum das Ergebnis von deinem Bewusstsein, von deinen Glaubenssätzen, von dein Inneres spiegelt dein Äußeres. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, aber ne? Und wenn man das alles mal so realisiert, wirklich, das, was ich denke, das, wovon ich überzeugt bin, spiegelt meine Realität wieder. Deine 3D, deine Umgebung ist ein Spiegel deiner Seele, ist ein Spiegel von deinen Glaubenssätzen, von deinem Unterbewusstsein. Und dann bist du plötzlich so. Ach, das haben immer die Leute gesagt in der Manifestations-Community. Law of Assumption. Ach, das meinten die. Und wenn du dir jetzt mal so überlegst, die Realität ist ein Spiegel von deinem Inneren. Jetzt sagen die Leute, benutzt mal Law of Assumption. Wenn du Law of Assumption benutzt, dann wirst du shiften. Wenn du die ganze Zeit sagst und überzeugt bist, dass du shiften kannst, dann wirst du shiften. Jetzt fangen Leute an damit. Und nach 2 Tagen sagen die, boah, ich bin immer noch nicht geschiftet. Es bringt nichts. Gib dieser 3D, gib deiner Umgebung Zeit, sich zu ändern. Der erste Schritt ist, dass du das Innere änderst. Weil wenn du dein Inneres änderst, dann, ne, wie gesagt, es ist ein Spiegel, es wird sich in deiner äußeren Realität auch zeigen. Deine jetzige Realität, die du siehst, deine jetzige 3D, deine jetzigen Surroundings, Umgebungsdings, ist einfach das Ergebnis aus deinen vorherigen Annahmen. Bedeutet, wenn du jetzt nicht shiften kannst, frag dich mal, was hatte ich vor einem Monat für wirklich ein Mindset? Wahrscheinlich shiften ist schwer, ich kann nicht shiften, dies, das. Das ist genauso wie wenn du, mir hat das mal wirklich so Klick gemacht, da war ich in einem Raum und ich war in genau der Situation, die ich mir vor Monate zuvor manifestiert habe. Und ich saß dort und ich habe gemerkt, boah, ich hatte vor ein paar Monaten die Annahme, dass ich hier gerade sitzen werde und jetzt sitze ich hier. Und um das wirklich in der 3D zu erfahren, es hat mich jetzt 3 Monate gekostet. Also 3 Monate habe ich gebraucht. Vor 3 Monaten habe ich meine Intention gesetzt und gesagt, ich werde dort sein. Ich habe visualisiert, wie ich dort bin.
Ich habe so schon mich hier hineinversetzt, wie ich schon dort bin. 3 Monate später wurde das die Wirklichkeit. Und in dem Moment habe ich dann auch gesagt, und in den nächsten 3 Monaten werde ich dort und dort sein. Weil ich jetzt genau die Annahme habe, dass ich dort sein werde. Rate, wo ich in 3 Monaten war. Genau dort wieder. Wo ich mir gedacht habe, dass ich dort sein werde. Bedeutet, wenn du jetzt sagst, ich bin ein Master-Shifter, ich kann shiften. Shiften ist leicht. Ich bin schon geschiftet. Dann wirst du morgen wahrscheinlich aufwachen, wieder hier und dir sagen, oh Mann, es hat nicht geklappt, das ist alles scheiße. Wenn du das jetzt aber durchziehst, okay, im Inneren weitermachst mit, ich kann shiften, ich bin ein Master-Shifter, ich bin schon geschiftet, ich kann jederzeit shiften, wirst du vielleicht in einem Monat in deiner DIA aufwachen und dir sagen, das ist genau das, was ich einen Monat lang affirmiert habe, das ist genau mein Mindset. Ich habe vor einem Monat gesagt, ich werde shiften, wann immer ich kann, und plötzlich, das ist meine Realität geworden. Deswegen würde ich immer nicht zu schnell aufgeben. Weil die Realität, deine äußere Realität kann gar nicht anders, als sich zu ändern. Als zu dem zu werden, was du innerlich denkst und fühlst. Deswegen shiften, manifestieren einfach. Setzt du jetzt die Intention. Okay, wir setzen jetzt die Intention zusammen. Wir können shiften, wann immer wir wollen. Wir können shiften, wohin immer wir wollen. Wir sind Master Shifter. Wir shiften es echt. Wir können einfach shiften, okay? Wir können shiften. Shiften ist für uns was komplett Normales. Jetzt, was du machst, kommt darauf an, was du so zu manifestieren benutzt. Am besten dranbleiben, habe ich gemerkt. Es ist gut, wenn man dranbleibt. Vor allem, wenn man sehr, sehr viele Shifting-Versuche hat, um nicht wieder zurück in dieses Mindset zu gehen, weil man das noch nicht in seiner 3D sieht, sondern entweder hört man erstmal auf mit Shifting-Versuchen oder man macht es sich wirklich klar, dass auch wenn du failst, es hat nichts mit deinem Mindset zu tun, weil dein Mindset ist immer noch dieses, ich kann shiften. Du musst einfach nur dranbleiben. Einfach weitermachen. Auch wenn du in deiner CA wieder aufwachst, sagst du, das hat aber nichts damit zu tun. Ich bin trotzdem ein Master Shifter und ich kann shiften, wann immer ich will. Wenn das dir aber zu viel wird, wenn du sagst, diese Failed Attempts bringen mich aber zurück und bringen mich wieder in dieses negative Mindset, dann würde ich aufhören, diese Shifting-Versuche zu machen und einfach nur manifestieren. Einfach jeden Tag sagen, ich kann shiften, visualisieren, jeden Tag 5 Minuten visualisieren, wie es ist, zu leben, als Master Shifter, wie es ist, einfach zu leben, als jemand, der ständig shiften kann, der bereits geschiftet ist. Und es ist nicht nur, dass du dir visualisierst, wie du in deiner DA bist, sondern visualisier dir mal wirklich das Leben, das du hier hast, was sich alles ändern wird, wenn du geschiftet bist und wenn du hin und her die ganze Zeit shiftest. Und richtig fühlen, Emotionen fühlen, Gefühle fühlen, 5 Minuten am Tag. Entweder hörst du dabei auf, Shifting-Versuche zu machen, weil du wirst, weißt du, deine Realität wird dir zeigen, wenn du jeden Tag visualisierst, affirmierst, dein Mindset hast, ich bin ein Master Shifter, ich kann shiften, wann ich will, ich bin schon geschiftet, ich bin dorthin geschiftet, dann kann deine Realität gar nicht anders, als dass du es wirklich erfährst. Weil wie gesagt, das ist ein Spiegel zu deinen Annahmen, zu deinen Glaubenssätzen, zu deinem Unterbewusstsein. Deswegen würde ich aufhören mit diesen Shifting-Versuchen, während du dein Mindset umprogrammierst. Das ist Mindset umprogrammieren, okay? Während du manifestierst. Oder du machst dir klar, okay, ein Shifting-Versuch ist mehr als ein Shifting-Versuch mit einer 50-50 Chance, entweder shiftest du oder nicht. Und wenn du dir das mal vor Augen siehst, manifestieren und shiften ist
genau das gleiche eigentlich. Nur, dass wenn man manifestiert, ist es oft so, dass man in eine Parallelrealität shiftet, wo du deine Manifestation schon hast. Und das meiste beim Reality-Shifting, was wir ja machen, ist, wir manifestieren uns nicht einfach nur eine Kleinigkeit, sondern wir ändern ja wirklich alles. Was uns angeht, was unsere Umgebung angeht, das ist ja wirklich ein massiver Shift, sage ich mal. Also es kommt uns so vor, als wäre es so eine Riesenveränderung, so ein Riesenshift. Obwohl es eigentlich egal ist, ob du in eine Parallelrealität shiftest, was wir sowieso jede Sekunde tun, oder mit Manifestation, wenn du dir jetzt einen neuen Job manifestierst und du deswegen in eine Parallelweltrealität shiftest, wo du dann diesen Job hast, wo du ein Jobangebot hast. Es ist genau der gleiche Shift, wie wenn du jetzt sagst, boah, ich shifte jetzt nach Hogwarts. Es fühlt sich nur an, als wäre dieser Hogwarts-Shift viel größer und viel aufwendiger, weil es einfach so viel anders ist. So, deine Umgebung ist anders, du bist anders, die Regeln sind anders, auf einmal Magie existiert und solche Dinge einfach. Wisst ihr, aber theoretisch, ein Shift ist ein Shift. Ob du jetzt in eine Parallelrealität shiftest, was man jeden Tag, jede Sekunde schon macht, oder ob du wirklich jetzt in eine ganz andere Realität shiftest. Ein Shift ist ein Shift. Entweder du machst es dir wirklich mal klar, aber es muss auch wirklich einfach in deinem Kopf Klick machen. Oder, was jetzt auch eine Sache ist, wenn du dir mal anguckst, wie manifestieren denn Leute? Manifestieren ist Shiften. Was machen die Leute, die visualisieren? Wie fühle ich mich in meiner Dia? Wie sind meine Gedanken von meinem Dear Self? Wie fühle ich mich als mein Dear Self? Die typische Shifting-Methode, du visualisierst, wie du schon in deiner Dia bist. Was machst du, wenn du manifestierst? Was ist die Manifestationsmethode, die jeder benutzt? Du visualisierst, wie du deine Manifestation schon hast. Oh, komisch, das ist ja genau das Gleiche. Nur, dass beim Shiften erwartest du direkt diesen Shift. Du sagst, ich visualisiere jetzt, ich fühle mich jetzt in mein Dear Self rein. Und wenn ich nächsten Morgen nicht in dieser Realität bin, dann hat es nicht geklappt. Beim Manifestieren ist es aber so, du visualisierst 10 Minuten zum Beispiel, wie du, sagen wir, diesen Job hast oder wie du dir einen Partner manifestierst, und du erwartest aber nicht in der gleichen Sekunde, während dem Visualisieren oder dem nächsten Morgen, dass die Manifestation vor deiner Tür steht, sondern du bist so, ja, jetzt habe ich es manifestiert und ich vertraue jetzt, dass es zu mir kommt. Also, wenn du shiftest und versuchst so zu denken, wie wenn du manifestierst, nicht während du versuchst zu shiften, während du dich dort hineinversetzt, sieh das nicht als, boah, wenn das jetzt nicht klappt, dann hat das nicht geklappt, sondern sieh es als Manifestation. Du manifestierst dir gerade dieses Shiften. Durch dieses Visualisieren wirst du dir der Energie, der Frequenz von deiner Dia bewusst, von deinem Dear Self. Und ich denke auch ganz ehrlich, wenn du 10-mal versuchst zu shiften, ist es nicht 10-mal bist du gefailt oder 10-mal hast du geschiftet, sondern wenn du diese 10-mal, wo du nicht in deiner Dia aufwachst, es war nie ein failed attempt, es war immer dieses Verbinden. Ich verbinde mich mit der Frequenz von meiner Dia, ich verbinde mich mit dieser Vibration. Es war nie ein failed attempt, es war immer nur, du bringst dich auf einer Linie mit dieser Version und irgendwann bist du so auf dieser Linie, dass du shiftest, dass du wirklich in deiner Dia aufwachst. Es war aber davor niemals ein failed attempt. Und dadurch, dass Shift Talk
oder generell Shifting-Communities das immer so dargestellt haben. Es ist eine 50-50 Chance, entweder du shiftest nicht oder du shiftest. Hat man natürlich auch immer so dieses Mindset gehabt. Das war jetzt ein Failed Attempt, das war jetzt ein Fail. Ich habe es nicht geschafft. Wenn es einfach wie so eine Vorbereitung war. Man kann sich das vorstellen, wie wenn du jeden Tag läufst. Du wirst von heute auf morgen keinen Marathon laufen. Du läufst jeden Tag und du kannst jeden Tag sagen, oh, ich habe heute es wieder nicht geschafft, einen Marathon zu laufen. Heute habe ich wieder nicht geschafft, einen Marathon zu laufen. Ich hatte heute wieder nicht die Ausdauer. Und das kannst du 30 Tage lang machen. Du kannst 30 Tage jeden Tag sagen, ich habe es heute wieder nicht geschafft, einen Marathon zu laufen. Am 30. Tag wirst du sagen, ich habe heute geschafft, einen Marathon zu laufen. Nicht, weil du Glück hattest an dem 30. Tag, sondern weil die Tage davor dich auf diesen Tag vorbereitet haben. Jeder einzelne Tag. Du wurdest besser. Du hast herausgefunden, was dir hilft, Ausdauer zu behalten, was dir hilft, schneller zu laufen. Du bist immer sportlicher geworden. Genauso ist es mit Shiften. Wenn du dir Shiften mal so ansiehst, es ist nicht Failed Attempt, Fail. Oh, geschiftet. Heute hatte ich mal Glück. Was habe ich anders gemacht? Es war, du hast dich mit deiner DA verbunden. Du bist auf der gleichen Frequenz wie deiner DA. Du hast die Emotionen von deinem DA-Self übernommen. Es ist die ganze Zeit, du bist immer näher und näher und näher und näher, bis du shiftest. Wisst ihr? Wenn man das sich mal so überlegt, das ist eigentlich so, dann hat man auch ein ganz anderes Mindset. Dann ist man auch nicht so, oh, ich bin nicht gut genug. Sondern man sieht es als Progress. Man sieht es als wirklich ein Shifting Journey, in dem man immer besser wird. Man findet immer mehr heraus, was einem hilft. Man verbindet sich immer weiter und immer weiter. Deswegen kann ich auch empfehlen, generell einfach zu visualisieren, wie man in seiner DA ist, ohne dass es ein Shifting Attempt ist. Ohne dass man jetzt sagt, boah, aber ich möchte jetzt unbedingt in meiner DA sein. Einfach jeden Tag 5 bis 10 Minuten einfach visualisieren, wie du in deiner DA bist, was du machst, mit wem du bist, wie deine Gedanken sind. Ohne jetzt zu sagen, aber in der Sekunde möchte ich auch shiften, sondern das einfach nur einbinden, dass du schon auf diese Frequenz und auf dieser Vibration so schwingst wie dein DA-Self. Weil, ja, ihr checkt, was ich meine, ne? Was du jetzt machen kannst, ist reprogram your mind. In einer Art von, es muss Klick machen, es muss so ein bisschen Klick machen, aber ich denke, das hat es jetzt, weil, ne? Manifestieren im Sinne von du jeden Tag 5 Minuten manifestierst du Shiften. Du visualisierst zum Beispiel dein Leben hier in dieser Realität, aber du bist ein Master Shifter. Was wäre anders? Hättest du andere Gedanken? Natürlich, du würdest nicht kommentieren überall, oh, ich bin so schlecht in Shiften, ich weiß nicht, ob es real ist. Du würdest selbstbewusst durch diese Realität laufen. Du würdest dir wahrscheinlich denken, es ist krass, gestern war ich noch in einer anderen Realität und heute bin ich hier. So, es sind so die kleinen Dinge. Was würdest du machen als Master Shifter? Wie würdest du dich verhalten? Okay. Das visualisierst du jeden Tag für 5 Minuten. Wie diese Version von dir jetzt gerade damit umgehen würde, ein Master Shifter zu sein. Die nächsten 5 Minuten visualisierst du, wie du das erste Mal in deine DA shiftest oder das sowieso schon ganz normal für dich ist, wenn du richtig auf Master Shifter gehen möchtest. Visualisiere, was du in deiner DA aber selbstverständlich als Master Shifter. Als Master Shifter, klar, kann man sich immer noch jedes Mal freuen, wenn man shiftet, aber visualisiere, okay, ich bin ein Master Shifter und du wachst in deiner DA auf. Ich bin schon wieder in meiner DA, cool.
was mache ich? Oh, heute mache ich das und das. Oh, ich freue mich, meine Freunde wiederzusehen. Oh, ich freue mich, mein SO wiederzusehen. 5 Minuten visualisierst du, übernimmst du die Gefühle und Gedanken von deinem Dear Self. Wie lebst du? Wie fühlt es sich an? Und wenn du das beides kombinierst, dann muss deine Realität sich ändern, weil du dein Inneres änderst und das ein Spiegel ist. Wie gesagt, wenn du sehr schnell wieder in diese alten Muster kommst und sehr schnell Zweifel bekommst, würde ich in der Zeit nicht aktiv versuchen zu shiften, sondern erstmal wirklich Mindset umprogrammieren, indem du manifestierst. Weil wenn du manifestierst, dass du ein Master Shifter bist zum Beispiel, dann brauchst du kein aktives Shifting, keinen aktiven Shifting-Versuch. Deswegen, wenn dich diese Shifting-Attempts runterziehen, obwohl du weißt, eigentlich zeigen die mir gerade einfach nur das, was mein Mindset damals war. Deswegen ist es eigentlich egal, dass ich jetzt nicht geschiftet bin, weil die Realität, die ich jetzt, die mir zeigt, ich bin nicht geschiftet, das ist einfach noch, weil ich damals das Mindset hatte, dass das Shiften schwer ist, dass ich das und das brauche, aber jetzt habe ich ja ein ganz anderes Mindset. Also wird es sich auch in meiner Realität zeigen. Wenn dir das zu kompliziert ist und wenn es dich schnell zurückwirft, wenn du dabei trotzdem noch versuchst zu shiften, dann hör einfach auf. Und auf das Einzige, was du dich konzentrierst, ist Law of Assumption, manifestieren, das, was ich gerade gesagt habe. 5 Minuten stellst du dir das vor und 5 Minuten stellst du dir das vor. Du kannst auch länger machen, ne? Du musst es auch nicht jeden Tag machen. Mach es, wie du kannst, aber versuch wirklich dran zu bleiben und nicht zurück in diese alten Mindset zu gehen, weil das ist mir auch schon öfters passiert. Dann, immer wenn ich das gemacht habe, ich habe das jetzt einmal richtig letztens durchgezogen für eine Woche. Leute, ich hatte Mini-Shifts, ich hatte luzide Träume, ich hatte Void States. Die Hälfte davon war nicht geplant, das ist einfach so passiert. Ich habe nichts aktiv gemacht. Ich habe einfach nur manifestiert, mein Mindset programmiert, wie ich das gerade gesagt habe. 5 Minuten das, 5 Minuten das. Aber ich bin wieder in meine alten Mindset-Muster gefallen, weil, ja, keine Ahnung, weil ich habe nicht weitergemacht. Und das ist mir jetzt schon mal passiert. Damals habe ich auch Shift manifestiert, aber ein bisschen anders. Da habe ich das nicht so gemacht, wie ich es jetzt erklärt habe, sondern nur so die Hälfte. Da hatte ich auch sehr, sehr viele luzide Träume und ein sehr gutes Mindset und, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte einen Minishift. Ich bin aber direkt wieder in meine alten Muster gefallen, weil ich mir dachte, nee, es war nicht in meiner DA. Natürlich, dann kamen wieder die Zweifel. Was ist, wenn ich doch nicht geschiftet bin? Was ist, wenn ich mir das eingebildet habe? Dann kamen wieder diese Zweifel. Und das ist oft so ein Zeichen, wenn man manifestiert, habe ich gemerkt, und man hat so kleine Erfolge, manchmal kommt dann so eine Blockade und du denkst dir so, mein Gott, was ist, wenn ich doch irgendwie verrückt bin, was ist, wenn das alles nichts bringt? Dann kriegt man so einen kleinen Breakdown. Es ist wichtig, dann nicht drauf einzugehen, sondern einfach weiterzumachen, weiter dabei bleiben mit dem Manifestieren, weiter affirmieren, einfach ignorieren die Zweifel und so ignorieren. Ich hatte mal gelesen, dass das oft passiert, weil ein Shift passiert. Du plötzlich, wenn du die ganze Zeit sagst, ich kann shiften, ich kann shiften, ich kann shiften, und das wirklich dein Mindset wird, irgendwann, nach einem Tag kann es sein, dass du wieder Blockaden und so bekommst, weil du musst dich erstmal wieder, weißt du schwingst jetzt auf einer Frequenz, ich kann shiften. Und das ist ein neues Gefühl für dein System sozusagen. Und dieses neue Gefühl ist es nicht gewohnt und deswegen will es wieder zurück in die Komfortzone. Es möchte wieder zurück in diese alten Glaubensmuster, weil das bist du gewohnt. Du bist gewohnt zu sagen, oh, Shiften ist schwer, Shiften ist dies. Sobald du in dieses Neue kommst, da musst du dich erstmal wieder dran gewöhnen, dass du da drin bist, checkst du. Deswegen
wenn du diese Rückschläge hast, einfach weitermachen und denk dran, okay, das ist gerade einfach nur ein Zeichen dafür, dass wirklich mein Körper sich gerade umändert. Ich befinde mich gerade in einem Shift zu einer höheren Version von mir, die wirklich shiften kann und wo Shiften einfach ist. Aber mein Körper möchte gerade, ne, weil das ist ein neues Gefühl für den Körper, fürs Gehirn, es möchte wieder zurück, weil es dort gemütlicher ist, dort ist, ne? Das ist bekannt, dieses, oh, ich kann nicht shiften, shiften ist schwer, das ist für deinen Körper ein bekanntes Gefühl. Deswegen will er dich versuchen, da wieder hinzukriegen, deswegen einmal weitermachen. Ich werde das auf jeden Fall jetzt wieder durchziehen. Boah, ich weiß auch nicht, warum ich schon wieder in so ein Loch danach gefallen bin. Ich hatte das gemacht und ich war auch sehr motiviert. Was war denn da passiert? Ich hatte irgendwie 2, glaube ich, Parallelshifts. Ich glaube, ein Minishift war das, da nach Hogwarts. Ich habe mich so leer gefühlt danach. Ich dachte, ich werde verrückt. Weil Shiften ist halt auch ein großes Ding. Niemand redet darüber von diesen Nebeneffekten. Selbst wenn es nur ein Minishift ist. Du stellst komplett klar, du bist so, ja, ich glaube an Shiften und Shiften ist echt. Aber wenn du das wirklich erfährst und wenn es nur ein Minishift ist, checkst du wirklich, scheiße, das funktioniert, scheiße, das ist echt. Und plötzlich überdenkst du alles. Du überdenkst deine kompletten Glaubenssätze, du überdenkst alles, was dir jemals erzählt wurde und du bist so, ich kann entscheiden, welcher Realität ich mir bewusst bin. Und damit hat man auch so ein bisschen irgendwie Verantwortungsgefühl, ich weiß nicht, aber dann ist es so, dass man sich manchmal denkt, okay, ich bin mir gerade irgendwie selbst schuld, wenn ich in dieser Situation bin, weil irgendwie habe ich mir das ja selber irgendwie manifestiert oder selber bin ich in dieser Realität gelandet. Da sollte man auch nicht immer so sich das so zu Herzen nehmen oder so ernst, weißt du, sich selber die Schuld geben oder so. Also manchmal fühlt man sich danach einfach, wenn du hier bist, nach so einem kleinen Shift oder so, dann fühlst du dich einfach überfordert, weil das so viel, dein ganzer Glauben wird umgestellt, auch wenn du es schon vorher wusstest, dass Shiften echt ist und so. Wenn du es wirklich erfährst, dann bist du so, wow, irgendwie nichts, nothing matters, nichts, wie heißt das? Nichts ist wichtig, es ist alles, man fühlt sich so alleine irgendwie, weil du checkst, im Endeffekt bin ich einfach Bewusstsein und ich bin mir einfach von irgendeiner Realität bewusst und von Leuten bewusst und so. Aber am Ende des Tages bin ich irgendwie alleine. So, wisst ihr, was ich meine? Wenn ich mich jetzt entscheide, nicht mehr von dieser Realität bewusst zu sein, dann verliere ich auch diese ganzen Freundschaften und so. Und dann ist es so irgendwie nichts, dadurch, dass halt Realität so fluid ist halt irgendwie nichts real. Es ist alles real, aber auch nicht real zur gleichen Zeit. Und irgendwie alles ist echt, aber keine Ahnung, nichts ist echt. Und deswegen, ich weiß, also das letzte Mal bin ich in so ein kleines Loch gefallen, wo ich das gemacht habe. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich wieder den Faden verloren von dem Ganzen. Aber ich will es jetzt wieder durchziehen. Mit diesem Mindset auch jeden Tag visualisieren, jeden Tag wieder dieses Mindset zu haben. Ja, der wievielte ist heute? Der 10. Januar. Ich kann euch sagen, ich werde im Februar wieder sagen, dass irgendwas passiert ist. Wenn ich jetzt wirklich so richtig Login gehe, Login, sagt man das? Einlogge, keine Ahnung. Nächste Woche wird wieder was passieren, aber ich muss durchziehen. Ja, aber ihr müsst auch durchziehen. Ja. 2026 Shifting-Jahr. Das haben wir jetzt schon oft gesagt, aber dieses Jahr ist wirklich. Also, wenn ich merke, was ich die letzten Jahre so über Shifting gedacht habe und was ich gemacht habe, übelst unnötig eigentlich. Das war die ganze Zeit alles so falsch und alles so unnötig. Deswegen, ja. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Ist auch schon 55 Minuten. Tschüss.